Moin meine Freunde des Selbsterzeugen-Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um den Aufstellort für euer Innevolt-Balkonkraftwerk gehen. Hier dabei haben wir das Powerflex 2000 System, gilt aber genauso für das Soleflex 2000 und für die BK 1600 Reihe. Diese sind alle IP65 zertifiziert. Das heißt, sie sind sowohl staubdicht als auch aus allen Richtungen strahlwassergeschützt. Trotzdem würde ich euch raten, bei der Auswahl eures Standorts ein paar Sachen zu beachten. Zum einen muss man erstmal wissen, dass das IP65-Rating, wie gesagt, gegen Staubdichtigkeit und Schutz gegen Flüssigkeiten bzw. speziell gegen Wasser testet. Was es aber zum Beispiel nicht testet, ist den optimalen Standort, um nicht zu überhitzen. Erster wichtiger Punkt. Der Powerflex bzw. die genannten Einheiten besitzen eine passive Kühlung. Das heißt, ja, wir haben keinen Lüfter, sondern einfach hier hinten dieses Gitternetz. Die Wärme strahlt hier ziemlich weit nach hinten ab und natürlich wird die Oberseite auch etwas warm. Das heißt, erstmal unsere erste Anforderung für einen Aufstellort ist, dass wir ringsherum Platz haben und ganz wichtig, dass wir etwas Belüftung haben. Also ihr solltet das System in einen ausreichend großen Raum stellen. Stellt es bitte in kein Regal, was halb zu ist, in irgendeine Box, in irgendein kleines Haus, also sowas wie so ein Hundehaus oder sowas meine ich jetzt. Lasst viel Platz um das System herum. Spätestens, wenn die Temperaturen richtig warm werden, wird euch das System danken, wenn es etwas Luft um sich herum hat. Dann zweitens, trotz der IP-Zertifizierung würde ich euch raten, das Ganze in einem überdachten, vielleicht auch mehr oder weniger geschlossenen Raum zu platzieren. Ich habe manche meiner Systeme drin platziert, ich habe manche meiner Systeme draußen in der Garage platziert. In der Garage habe ich einen riesigen Raum, ist gut durchlüftet und hier drin entsprechend habe ich auch etwas Platz und die Temperatur bleibt im Inneren ja deutlich stabiler als das, was wir dann draußen haben entsprechend. Also guckt, dass ihr das auf jeden Fall bei eurer Platzwahl mit einbedenkt. Für den Winter auch wichtig, wenn es im Winter richtig kalt wird. Die Lithium-Eisenphosphat-Zellen mögen keine Kälte. Wir haben hier entsprechende Batterieheizung. Also wir können das System bis minus 20 Grad betreiben, wenn wir wollen. Das frisst natürlich ein bisschen Strom, die Batterieheizung. Also ich würde immer gucken, dass man das möglichst in einem Raum platziert, der von der Temperatur möglichst immer gleich ist. Oder zumindest in einem Temperaturbereich, in einem mittleren Temperaturbereich, damit das System sich entsprechend wohlfühlt. Und damit es nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, natürlich, wenn ihr es nicht drin platzieren könnt, weil die Solarflächen sind meistens irgendwie draußen, dann guckt, dass ihr es halt zumindest irgendwie ein bisschen überdacht, ein bisschen beschattet und wie gesagt, möglichst mit Luftumwälzung entsprechend platziert. Ich hoffe, das hat euch geholfen, grob zu überlegen, wo ihr euer System platziert. Wenn euch noch weitere Fragen zu der Platzierung eures Innevolt-Balkonkraftwerks in den Sinn kommt, gerne damit in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.